Hallo Leute, willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Guten Tag. Mein Name ist Sarah Milic. Ich habe heute bei Ihnen einen Termin. Guten Tag. Mein Name ist Sarah Milic. Ich habe heute bei Ihnen einen Termin. Ja, richtig. Guten Tag, Frau Malitsch. Mein Name ist Huber. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, richtig. Guten Tag, Frau Malitsch. Mein Name ist Huber. Nehmen Sie doch bitte Platz. Vielen Dank. Haben Sie den Weg zu uns gut gefunden? Haben Sie den Weg zu uns gut gefunden? Ja, ich wohne ganz in der Nähe, in der Gartenstraße. Mit dem Fahrrad brauche ich 10 Minuten bis zu Ihrer Firma. Ja, ich wohne ganz in der Nähe, in der Gartenstraße. Mit dem Fahrrad brauche ich 10 Minuten bis zu Ihrer Firma. Ach, wirklich? Das wäre ja ideal für Sie. Nun, dann kommen wir doch gleich mal zu Ihrer Ausbildung. Da steht gleich als erstes, letztes Schulzeugnis. Haben Sie das mit einer deutschen Übersetzung dabei? Ach, wirklich? Das wäre ja ideal für Sie. Nun, dann kommen wir doch gleich mal zu Ihrer Ausbildung. Da steht gleich als erstes, letztes Schulzeugnis. Haben Sie das mit einer deutschen Übersetzung dabei? Ja, 2014. Hier ist mein Mittelschulzeugnis und hier die Übersetzung. Dann war ich 3 Monate als Praktikantin bei Kübler & Co. Ja, 2014. Hier ist mein Mittelschulzeugnis und hier die Übersetzung. Dann war ich 3 Monate als Praktikantin bei Kübler & Co. Richtig. Das Zeugnis habe ich gesehen. Die waren ja sehr zufrieden mit Ihnen? Richtig. Das Zeugnis habe ich gesehen. Die waren ja sehr zufrieden mit Ihnen? Ja, die Firma hat mir auch eine Stelle angeboten. Aber ich wollte lieber am Institut für Fremdsprachen eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin machen. Ja, die Firma hat mir auch eine Stelle angeboten. Aber ich wollte lieber am Institut für Fremdsprachen eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin machen. Prima. Was haben Sie denn sonst noch an Unterlagen mitgebracht? Prima. Was haben Sie denn sonst noch an Unterlagen mitgebracht? Ich habe einen Lebenslauf geschrieben. Hier, bitte. Und das ist mein Deutschzertifikat. Ich habe einen Lebenslauf geschrieben. Hier, bitte. Und das ist mein Deutschzertifikat. Sie sprechen Englisch, Französisch und Spanisch, richtig? Sie sprechen Englisch, Französisch und Spanisch, richtig? Ja, genau. Ich war nach meiner Ausbildung 1 Jahr lang in Spanien, in Barcelona. Dort habe ich in der Personalabteilung einer internationalen Firma gearbeitet. Und seit Dezember 2018 arbeite ich im Sekretariat der Firma Interkult. Ja, genau. Ich war nach meiner Ausbildung 1 Jahr lang in Spanien, in Barcelona.
Dort habe ich in der Personalabteilung einer internationalen Firma gearbeitet. Und seit Dezember 2018 arbeite ich im Sekretariat der Firma Interkult. Weshalb möchten Sie denn Ihren Arbeitsplatz wechseln? Weshalb möchten Sie denn Ihren Arbeitsplatz wechseln? Das hat verschiedene Gründe. Ich mache seit Jahren hauptsächlich die Korrespondenz mit unseren englischen Partnern. Das hat mir gut gefallen, aber ich möchte gerne auch meine französischen und spanischen Sprachkenntnisse benutzen. Das hat verschiedene Gründe. Ich mache seit Jahren hauptsächlich die Korrespondenz mit unseren englischen Partnern. Das hat mir gut gefallen, aber ich möchte gerne auch meine französischen und spanischen Sprachkenntnisse benutzen. Außerdem würde ich gerne mehr Verantwortung haben und in einem größeren Team arbeiten. Außerdem würde ich gerne mehr Verantwortung haben und in einem größeren Team arbeiten. Ja, Frau Malitsch, das klingt gut. Genauso eine Mitarbeiterin haben wir gesucht. Wären Sie mit 2 Monaten Probezeit einverstanden? Ja, Frau Malitsch, das klingt gut. Genauso eine Mitarbeiterin haben wir gesucht. Wären Sie mit 2 Monaten Probezeit einverstanden? Oh ja, sehr gerne. Wann könnte ich denn anfangen? Oh ja, sehr gerne. Wann könnte ich denn anfangen? Wenn die Kündigung bei Ihrer alten Firma es erlaubt, schon Anfang Juli. Wenn die Kündigung bei Ihrer alten Firma es erlaubt, schon Anfang Juli. Das muss ich mit meinem Chef besprechen. Aber ich denke, das geht. Ich freue mich, Herr Huber. Das muss ich mit meinem Chef besprechen. Aber ich denke, das geht. Ich freue mich, Herr Huber. Ich mich auch. Ich höre dann nächste Woche von Ihnen. Auf gute Zusammenarbeit, Frau Malitsch. Auf Wiedersehen. Ich mich auch. Ich höre dann nächste Woche von Ihnen. Auf gute Zusammenarbeit, Frau Malitsch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank für das Gespräch.